Gudrun und Norbert, ihr sitzt jetzt vor eurem fertigen Reisefahrzeug. Was habt ihr da für eine Basis und warum die? Ja, also wir hatten vorher einen LKW, einen großen Steyr 12M18 und das war ein wenig zu schwer alles, zu heftig alles und haben uns überlegt, wieder was unter 3,5 Tonnen zu bauen und da gibt es eigentlich nur den Sprinter. Was anderes gibt es in dieser Klasse fast nicht. Die Vigo ist dann wieder zu schwer, der Rahmen zu schwer und deswegen sind wir eigentlich auf den Sprinter gekommen. Ja. Und jetzt habt ihr aber eine Veranda dran. Wird es damit nicht ein bisschen schwer? Ja, dafür haben wir woanders gespart und Möbelbau und so weiter. Dafür haben wir da überall gespart. Ja. Und ja, wir sind natürlich wie jeder 3,5 Tonnen ein bisschen drüber, ist klar. Aber wenn man das Wasser ablässt, sagen wir mal, und dadurch, dass die Kabine alles Ladung ist, ja, können wir gut damit leben eigentlich. Warum ist die Kabine Ladung? Weil es eine Zulassung als LKW hat mit Wechselaufbau. Man kann die Kabine abnehmen und eine LKW-Brücke wieder aufsetzen, die habe ich zu Hause stehen. Und dann kannst du letztendlich alles Ladung. Und Ladung ist halt dann überladen, aber es ist eben keine Wohnmobil-Zulassung. Nochmal zurück zur Veranda. Wie groß kann man die ausziehen? Das wird ja jetzt wahrscheinlich noch nicht alles. Nee, die wird komplett auf 1,60 Meter, fast 1,70 Meter kann man die ausziehen. Man muss sie aber dann an Stahlseile hängen. Dann hängen die oben an den Ecken, links und rechts, hängen die dran an Stahlseilen und dann ist sie auch ganz tragfähig. Dann kann man gut zu viert drauf sitzen. Und wie kommt man auf die Veranda drauf? Habt ihr da eine Leiter? Ja, meine Leiter, die hängt am Heck hinten drauf, die kann man überall anstellen, je nachdem wie halt die Situation im Gelände ist und kann man dann. Und die kann man auch einfach an die Kabine stellen? An die Kabine kann man es auch anhängen, da sind praktisch da 2 Ösen dran und da kann man die praktisch dann, wenn die Veranda eingeschoben ist, auch hinhängen. Ja. Geht eigentlich relativ multifunktional einsetzbar letztendlich. Worin siehst du den Vorteil im Sprinter im Vergleich zum Steyr? Also für mich, ich kann jetzt nur von mir reden, für mich ist der Vorteil beim Sprinter eindeutig, dass ich den jetzt auch fahren kann. Also den Sprinter bin ich auch gefahren, den Steyr bin ich auch gefahren. Aber der ist einfach unhandlich gewesen. Ja, LKW ist immer eine Herausforderung. Doppelhaarschaltung. Den Sprinter fahre ich jetzt auch und er ist alltagstauglicher. Ja. Also wir sparen auch ein Auto noch zusätzlich. Und leiser ist er auch. Genau. Leiser ist er einfach, ein bisschen mehr Fahrkomfort hat er halt einfach auch, das muss man sagen. Das sind ja 30er Fahrzeuge, alter Unterschied ungefähr. Ne? Was ganz praktisch ist, ist hinter euch der Griff, aber der ist nicht mehr zum Einsteigen gedacht. Nee, das ist zum zusätzlichen Verspann eigentlich, das ist ganz normal aus dem Handel, aus dem Wohnmobil-Zubehörhandel. Aber was ich extra so positioniert habe, dass der Schaumstoff den Zylinder abdeckt, dass wenn es staubig ist einmal oder irgendwie, dass halt einfach der Zylinder da abgedeckt ist. Und man kann auch nicht so leicht manipulieren, man muss erst den Griff wegbekommen irgendwie. Also der Aufwand ist halt einfach größer, dass man da reinkommt, da ist leichter durch die Wand wahrscheinlich. Ja. Aber man kann halt sich mal festhalten oder auch mal so einsteigen schnell, wenn man auch ohne Leiter mal schnell den Fuß raufstellen und sich hochziehen. Wenn ich erst durchgeschraubt, das geht eigentlich auch ganz gut. Wer hat sich für die Farbe entschieden? Die ist ja jetzt mal nicht normal grau oder beige, wie man es meistens kennt. Ja, wir wollten kein sandfarbenes haben, ne? Und das Zebra hatten wir. Ja, wir haben uns eigentlich angelehnt, weil ja das Basisfahrzeug grün war, haben wir gesagt, irgendwas muss ein bisschen dazu passen. Norbert wollte es noch ein wenig babygrüner, ich habe mich dann doch ein bisschen durchgesetzt und habe es ein wenig leicht grüner, nicht ganz so babymäßig erwischt, ja. Ein Freund von uns hat genau auch diese Kabine in diesem Grün und da haben wir gesagt, ach, das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus und je nach Lichteinfall wirkt es sogar auch ein bisschen anders und vielleicht mache ich das vordere Auto auch noch so in dieser Farbe oder auch nicht, das entscheide ich jetzt irgendwann. Denn man wird ja nie fertig eigentlich, wenn man baut. Das ist so, und wenn man was wegbaut und nochmal neu konstruiert und dann man sagt, anders ist es besser, also man ist immer am Umbauen und Hinbauen und Herbauen, das ist so. Ja. Aber nicht schlimm, macht ja Spaß. Ihr habt mir ja schon im Vorfeld erzählt, dass ihr 3 Kinder habt. Kommen die auch alle im Sprinter mit? Nee, nicht mehr. Das ist für unsere Pension gedacht eigentlich, das Auto. Dass wir dann nur noch zu zweit sind und man kann wohl zu viert drin schlafen, aber nur zu dritt fahren. Und jetzt sind wir auch nur zu dritt unterwegs. Also unsere jüngste Tochter, die wird jetzt 14, die fährt noch mit. Wer weiß wie lange noch und dann ist es unser Reich irgendwann mal. Genau. Hoffen wir drauf. Optimal. Hoffen wir drauf, ja. Dass die Kinder auf einmal damit in 4 Jahren. Genau. Genau.
Also wollt ihr den dann auch länger behalten? Ich denke schon. So ist der Plan eigentlich, Ja. aber man weiß nie. Das kann in 2 Jahren schon wieder ganz anders aussehen. Ja, so war der Plan auch beim Steyr. Ja, Ähm, da haben wir immer gesagt, wir fahren dann so lang, wir probieren jetzt das alles aus, ob alles passt und haben die kleinen Macken alle weg und dann können wir auf große Reise gehen und haben aber festgestellt, dass so heftig brauchen wir es gar nicht. Es wäre schade für den Steyr, wenn er nicht wirklich bewegt wird, so wie es ihm zugedacht ist. Und dann haben wir gedacht, okay, machen wir wieder was. Und ja, das ganze Mautgedöns war schon echt extrem. Das ist nervig einfach. Ne? Und jetzt haben wir halt ganz normal Vinette bis 3,5 Tonnen und das ist in Ordnung. das probieren wir jetzt mal aus und mal schauen, was in 4 Jahren ist, wenn wir dann wirklich auf große Fahrt gehen wollen. Oder Ja. ob das Wieder dann, der Äcker ob das, wird. ja, genau, ob es dann noch der ist. Ja, es ist nichts schlimm, dann bauen wir halt wieder was, das ist nicht so schlimm. Ja, vielen Dank. Ja, gerne.